Hallo liebe Bundesliga-Freunde, heute gibt's meine Bundesliga-Tipp-Challenge und Prognose zum 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga 25/26. Ja, hallo, willkommen zurück auf Werners Fußballecke. Heute gibt's mal eine etwas andere Bundesliga-Prognose. Wie immer bekommt ihr natürlich die wichtigsten Infos und auch meinen Tipp für jedes Bundesligaspiel am 19. Spieltag. Ihr aber habt heute zwei Möglichkeiten, euren Bundesliga-Tipp im Video abzugeben. Erstmal, wie immer klar, euren Bundesliga-Ergebnistipp oder aber, wie ihr es hier im Bild seht, könnt ihr auch zwischen A, Heimsieg, B, Unentschieden oder C, Auswärtssieg aussuchen. Und in meiner nächsten Bundesliga-Prognose wird dann der beste Bundesliga-Tipper vom 19. Spieltag im Video erwähnt. Also dann, viel Spaß und eure Bundesliga-Tipps nachher in die Kommentare. Dann geht's auch gleich los mit dem Hamburger Stadtderby am Freitag, der FC St. Pauli gegen den HSV. Hier trifft der 18. auf den aktuellen 14. der Bundesliga. Ja, dieses Stadtderby findet jetzt zum insgesamt 69. Mal statt. Bis jetzt konnte St. Pauli 19 Mal dieses Hamburger Derby gewinnen. Der HSV ging 37 Mal als Sieger vom Platz. Dazu spielte man insgesamt 12 Mal unentschieden. Das Hinrundenspiel in dieser Saison am zweiten Bundesligaspieltag gewann St. Pauli mit 2:0 beim HSV. In den letzten 3 Bundesligaspielen gab es für St. Pauli ein Unentschieden und jetzt 2 Niederlagen in Folge. In der Bundesliga-Heimtabelle steht man mit 2 Siegen, einem Unentschieden, 4 Niederlagen und einem Heimtorverhältnis von 8:15 Toren auf Platz 17. Ihr letztes Heimspiel gewann die Kiezkicker am 14. Spieltag mit 2:1 gegen Heidenheim. Kommen wir zum HSV. Der HSV spielt in den letzten 3 Bundesligaspielen zweimal unentschieden. Dazu verlor man am 16. Spieltag auswärts in Freiburg mit 2:1. In der Bundesliga-Auswärtstabelle liegt man aktuell mit 2 Unentschieden, 6 Niederlagen und mit einem Torverhältnis von 4:18 Toren auf dem letzten Tabellenplatz. Und ja, bis jetzt hat der HSV auswärts in dieser Saison noch kein Spiel gewinnen können. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt zu St. Pauli gegen den HSV euren normalen Bundesliga-Tipp abgeben oder aber ihr tippt auf einen Heimsieg, Unentschieden oder sogar auf einen Auswärtssieg. Mein Gefühl sagt mir, der HSV holt was auf St. Pauli. Mein Bundesliga-Tipp für den FC St. Pauli gegen den HSV ist ein 1:2 Auswärtssieg für den Hamburger SV. Und jetzt ab zu den Samstagsspielen des 19. Spieltages. Ja, der FC Bayern München empfängt zu Hause in der Allianz Arena den FC Augsburg. Und natürlich gehen die Bayern als haushoher Favorit in dieses Bundesligaspiel. Insgesamt trafen Bayern und Augsburg bis jetzt 65 Mal in allen Wettbewerben aufeinander. Der FC Bayern gewann 46 Spiele, die Augsburger konnten 12 Mal gewinnen und dazu spielte man insgesamt 6 Mal unentschieden. Das Bundesliga-Hinrundenspiel gewann der FC Bayern am 2. Spieltag mit 3:2 in Augsburg. In der aktuellen Fußball-Heimtabelle liegen die Bayern mit 8 Siegen, einen Unentschieden und mit einem Torverhältnis zu Hause von 39:7 Toren auf Platz 1. Dazu hat Bayern die letzten 6 Bundesligaspiele alle gegen den FC Augsburg gewonnen. Kommen wir zum FCA. Ja, mit aktuell 12 Punkten und einem Torverhältnis von 18:31 Toren steht der FC Augsburg auf Platz 17 der Bundesliga-Tabelle. In den letzten 3 Bundesligaspielen gab es am 16. Spieltag in Gladbach ein 4:0 Niederlage. Dazu spielte man in den letzten 2 Spielen jeweils unentschieden. In der Bundesliga-Auswärtstabelle liegt Augsburg mit einem Sieg, einem Unentschieden, 6 Niederlagen und einem Torverhältnis von 8:17 Toren auf Platz 16. Dazu muss Trainer Manuel Baum auf Innenverteidiger Noakai Banks wegen seiner Gelbsperre jetzt verzichten. Ja, mein Bundesliga-Tipp für den FC Bayern München gegen den FC Augsburg ist ein 3:1 Heimsieg der Bayern. Was tippst du?
Ab damit in die Kommentare. So, weiter geht's mit Bayer Leverkusen zu Hause gegen Werder Bremen. Hier spielt der 6. gegen den 13. Leider muss man ja sagen, hat Bayer ja mit 2:0 in der Champions League bei Olympiakos verloren, obwohl man natürlich, hat man gesehen, genügend Torchancen hatte. Und wie sich jetzt diese Niederlage im Heimspiel gegen Bremen auswirken wird, mal abwarten. Am zweiten Spieltag trennten sich beide Teams in Bremen 3:3 unentschieden. Den 3:3 Ausgleichstreffer erzielte Karim Koulibaly allerdings erst in der 94. Minute der Nachspielzeit. Bayer Leverkusen verlor jetzt die letzten beiden Bundesligaspiele in Folge. Einmal 1:4 zu Hause gegen den VfB Stuttgart, dann am letzten Wochenende 1:0 in Hoffenheim. Am 15. Spieltag konnte man allerdings mit 3:1 bei RB Leipzig gewinnen. In der Heimtabelle liegt Leverkusen mit 5 Siegen, einem Unentschieden, 3 Niederlagen und einem Torverhältnis von 19 zu 10 Toren auf Platz 6. Kommen wir zum SV Werder Bremen. Ja, seit 7 Bundesligaspielen wartet Bremen jetzt schon auf einen Bundesligasieg. Den letzten Dreier gab es am 10. Spieltag zu Hause beim 2:1 gegen Wolfsburg. In den letzten 3 Bundesligaspielen gab es 2 Unentschieden bzw. eine Niederlage. Klar, jetzt beim 3:3 am letzten Spieltag gegen Frankfurt wäre natürlich ein Sieg verdient gewesen. Bis zur 94. Minute führte Bremen ja mit 3:2, ehe Knauf dann doch noch für die Eintracht ausgleichen konnte. In der Auswärtstabelle liegt Werder Bremen mit einem Sieg, 3 Unentschieden und 5 Niederlagen auf Platz 14. Allerdings, Bremen ist jetzt immerhin seit 3 Bundesligaspielen ohne Niederlage gegen Leverkusen. Es gab 2 Unentschieden und in der letzten Saison gewann Werder sogar mit 2:0 in Leverkusen. Ja, mein Tipp für Bayer Leverkusen gegen den SV Werder Bremen ist, ja, ein 1:2 Auswärtssieg für Bremen. Wie sieht dein Ergebnistipp bzw. setzt du auf Heimsieg, Unentschieden oder auch auf einen Auswärtssieg? Ab damit in die Kommentare. So, dann ab zum nächsten Spiel am Samstag. Jetzt haben wir Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim. Und ja, Eintracht ohne Dino Topmöller. Wir wissen alles und mal schauen, wer da jetzt Trainer wird. Erstmal übernehmen U21-Cheftrainer Dennis Schmidt und U19-Trainer und Frankfurt-Legende Alexander Meyer das Kommando. Hier spielt der 7. zu Hause gegen den aktuellen, ja, 3. der Bundesliga. Die Eintracht ist seit 4 Spieltagen ohne Bundesligasieg. In dieser Zeit spielte man 3-mal unentschieden und verlor mit 3:2 in Stuttgart am 17. Spieltag. Das Hinspiel am 2. Spieltag konnte Eintracht Frankfurt durch 2 Tore von Ritsu Doan und ein Tor von Kaan Unsun mit 3:1 in Hoffenheim gewinnen. Schon positiv für die Eintracht-Fans: in den letzten 5 Bundesligaspielen gegen Hoffenheim gab es keine Niederlage, im Gegenteil, es gab 4 Siege für die Eintracht bzw. ein Unentschieden. In der Bundesliga-Heimtabelle liegt Eintracht Frankfurt mit 4 Siegen, 2 Unentschieden, dazu 2 Niederlagen und ein Torverhältnis von 15 zu 12 Toren auf Platz 9. Kommen wir zu TSG Hoffenheim. Ja, Hoffenheim ist mittlerweile seit 4 Spielen ohne Niederlage. In dieser Zeit gab es am 14. Spieltag ein 4:1 zu Hause gegen den HSV, dann das 0:0 in Stuttgart und zuletzt 2 Bundesligasiege in Folge. Dazu liegt Hoffenheim mit 4 Siegen, 3 Unentschieden, einer Niederlage und einem Torverhältnis von 14 zu 9 Toren auswärts auf Platz 3 der Bundesliga-Auswärtstabelle. Ja, mein Fußballtipp für Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim ist ein 2:1 Heimsieg der Eintracht. So, dann auch gleich ab zum nächsten Spiel. Mainz 05 trifft zu Hause auf den VfL Wolfsburg. Ja, hier spielt der 17. gegen den 12. der Fußball-Bundesliga. Beim Hinspiel am 2. Spieltag trennte man sich 1:1 unentschieden in Wolfsburg. In den letzten 5 Bundesligaspielen spielte Mainz 3-mal unentschieden. Am 17. Spieltag konnte man zu Hause mit 2:1 gegen Heidenheim gewinnen. Und letzte Woche
verlor man aber mit 2:1 beim 1. FC Köln. Das Heimspiel in der letzten Saison in Mainz endete 2:2 unentschieden gegen Wolfsburg. In der Bundesliga-Heimtabelle liegen die Mainzer mit einem Sieg, 3 Unentschieden und 5 Niederlagen bereits auf Platz 18. Kommen wir zum VfL Wolfsburg. Ja, die Wölfe mit einer Niederlage bei den Bayern haben alle gesehen. Dann mit einem 2:1 Sieg am 17. Spieltag zu Hause gegen St. Pauli und letzte Woche da mit einem 1:1 Unentschieden in Heidenheim. In den letzten 2 Bundesligaspielen gegen Mainz spielte man jeweils unentschieden. Dazu liegt man mit 3 Siegen, einem Unentschieden, 4 Niederlagen und ein Torverhältnis von 11:17 Toren auf Platz 10 in der Bundesliga-Auswärtstabelle. Ja, was ist dein Bundesliga-Tipp für Mainz gegen Wolfsburg? Ab damit in die Kommentare. Ich tippe hier auf ein 2:1 Heimsieg, ja, für Mainz 05. So, dann schauen wir uns das nächste Spiel am Samstag an. Ja, der 1. FC Heidenheim empfängt zu Hause RB Leipzig. Hier trifft der 16. der Bundesliga auf den aktuellen 5. Das Spiel am 2. Spieltag konnte ja Leipzig mit 2:0 durch die Tore von Baumgartner und Romelu zu Hause gegen Heidenheim gewinnen. Heidenheim ist dann mittlerweile seit 5 Spieltagen ohne Sieg. Den letzten 3 Punkte gab es am 13. Spieltag beim 2:1 zu Hause gegen Freiburg. In diesen 5 Spielen gab es 3 Niederlagen und 2 Unentschieden, wie zuletzt beim 1:1 in Wolfsburg. In den letzten 5 Bundesligaspielen gegen Leipzig gab es 4 Niederlagen und ein Unentschieden. Dazu liegt Heidenheim in der Bundesliga-Heimtabelle mit einem Sieg, einen Unentschieden, aber auch schon 7 Niederlagen auf Platz 17. Schauen wir uns RB Leipzig an. Ja, Leipzig mit 2 Siegen, aber auch 3 Niederlagen aus den letzten 5 Bundesligaspielen. Klar, im Spiel letzte Woche gegen die Bayern hat man ganz klar die erste Hälfte super gespielt. Viele Torchancen gehabt, dann aber doch, muss man auch sagen, schon verdient dann zum Schluss 5:1 verloren. Jetzt aber will das Team von Ole Werner auf jeden Fall beweisen, dass man auch Tore schießen kann und das auch jetzt in Heidenheim. In der Bundesliga-Auswärtstabelle steht man mit 3 Siegen, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen und einem Torverhältnis von 11:13 Toren auf Platz 8. Allerdings war der letzte Auswärtssieg von Leipzig beim 6:0 am 8. Spieltag beim FC Augsburg. Ja, mein Bundesliga-Tipp für Heidenheim gegen Leipzig ist ein 1:2 Auswärtssieg für Leipzig. So, dann ab zum letzten Spiel am Samstag und zwar Union Berlin zu Hause gegen Borussia Dortmund. Ja, hier empfängt der 9. den 2. der aktuellen Fußball-Bundesliga. Das Hinspiel am 2. Spieltag gewann der BVB zu Hause durch 2 Tore von Guirassy und ein Tor von Emmencha mit 3:0 gegen Union. Union Berlin-Trainer Steffen Baumgart und Union Berlin sind mittlerweile aber seit 5 Spieltagen ohne Niederlage. Es gab 2 Siege und 3 Unentschieden jetzt in Folge. Allerdings hat Union die letzten 2 Bundesligaspiele gegen Dortmund verloren. Den letzten Sieg gegen den BVB gab es am 6. Spieltag in der letzten Saison zu Hause mit 2:1. In der aktuellen Heimtabelle liegt man mit 3 Siegen, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen und einem Torverhältnis von 9:14 Toren auf Platz 9. Dazu muss Trainer Baumgart auf Derek Köhn wegen seiner roten Karte jetzt gegen Dortmund verzichten. Kommen wir zu Borussia Dortmund und Trainer Niko Kovac. Ja, wie wird jetzt die Mannschaft nach der 0:2 Niederlage gegen Tottenham in der Champions League bei Union Berlin reagieren? Folgt jetzt, wir können auch besser und erfolgreicher spielen, Reaktion von den BVB-Spielern oder ist man jetzt verunsichert? In der Bundesliga läuft es aber aktuell super für die Dortmunder. Seit 11 Spieltagen ist man ohne Niederlage. In diesem Zeitraum gab es 7 Siege, wie auch letztes Wochenende beim knappen 3:2 Heimsieg gegen St. Pauli. Dazu spielte der BVB 4-mal unentschieden. In der Auswärtstabelle
liegt Dortmund mit 4 Siegen, 4 Unentschieden, einer Niederlage und einem Torverhältnis von 16 zu 11 Toren auf Platz 2. Gut, der letzte Auswärtssieg liegt schon ein paar Tage länger zurück. Das war beim 2:1 Sieg in Leverkusen am 12. Spieltag. Ja, wie tippst du Union gegen Dortmund? Ab damit in die Kommentare. Mein Fußballtipp für Union Berlin gegen Borussia Dortmund ist ein 1:2 Auswärtssieg für den BVB. Und ja, liebe Grüße gehen raus an André und an Markus. So, dann ab zu den Sonntagsspielen des 19. Bundesliga-Spieltages. Da haben wir Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart. Hier spielt der 11. gegen den 4. der Bundesliga. Ja, am 2. Spieltag gewann der VfB ja das Hinspiel in Stuttgart durch das Tor von Kemal Andres mit 1:0 gegen Gladbach. Borussia Mönchengladbach hat ja in den letzten 5 Bundesligaspielen dreimal verloren, einmal mit 4:0 am 16. Spieltag zu Hause gegen Augsburg gewonnen und letzte Woche 0:0 beim HSV gespielt. In der aktuellen Bundesliga-Heimtabelle liegen die Fohlen mit 3 Siegen, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen auf Platz 7. Der letzte Gladbacher Heimsieg gegen den VfB liegt aber schon etwas länger zurück. Der war beim 3:1 Sieg in der Saison 2023/24. Kommen wir zum VfB Stuttgart und Trainer Sebastian Hoeneß. Gut, der VfB hat ja am Donnerstag noch sein schweres Auswärtsspiel gegen AS Rom in der Europa League vor sich. Daher kann man davon ausgehen, dass Trainer Hoeneß auch in Gladbach bestimmt wieder rotieren lassen wird. Und das hat er ja bis jetzt eigentlich schon immer ganz gut gemacht und hat auch gut geklappt. In der Bundesliga ist Stuttgart seit 5 Spieltagen ohne Niederlage. Es gab 3 Siege und 2 Unentschieden, wie jetzt zuletzt beim 1:1 zu Hause gegen Union Berlin. Dazu liegt der VfB Stuttgart mit 4 Siegen, einem Unentschieden, 4 Niederlagen und einem Torverhältnis von 20 zu 15 Toren auf Platz 4 in der Auswärtstabelle. Und nicht zu vergessen, das letzte Auswärtsspiel gewann Stuttgart mit einem überragenden Sieg von 4:1 bei Bayer Leverkusen. Ja, mein Tipp für Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart ist ein 1:2 Auswärtssieg des VfB. So, dann schauen wir uns jetzt das letzte Bundesligaspiel am 19. Spieltag an. Ja, der SC Freiburg empfängt zu Hause den 1. FC Köln. In dieser Partie spielt der 8. gegen den 10. der aktuellen Fußball-Bundesliga. Und ja, die Breisgauer haben mit dem FC noch eine offene Rechnung. Denn am 2. Spieltag gewann der 1. FC Köln zu Hause gegen den SC Freiburg mit einem klaren 4:1. Aus den letzten 5 Bundesligaspielen holte Freiburg 2 Siege, eine Niederlage und 2 Unentschieden. Wie am letzten Spieltag beim 2:2 beim FC Augsburg. Und in der Bundesliga-Heimtabelle liegen die Breisgauer mit 4 Siegen, 3 Unentschieden und einer Niederlage, dazu mit einem Torverhältnis von 16 zu 10 Toren auf Platz 7. Dann kommen wir nun zum 1. FC Köln. Ja, die Kölner kommen mit einem 2:1 Heimsieg gegen Mainz vom letzten Spieltag in diese Partie. Das war aber auch der erste Sieg nach den letzten 8 Spieltagen. Davor gab es 5 Niederlagen und 3 Unentschieden. In der Bundesliga-Auswärtstabelle steht man mit 2 Siegen, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen und 10 zu 15 Toren auf Platz 11. Der letzte Kölner Auswärtssieg in dieser Saison liegt aber auch schon ein bisschen zurück. Das war am 6. Spieltag beim 1:0 Sieg in Hoffenheim. Mein Tipp für Freiburg gegen Köln ist ein 1:1 Unentschieden. Ja, liebe Bundesliga-Freunde, das war meine Prognose und Bundesliga-Tipps zum 19. Spieltag. Gut, wie sehen denn deine Tipps aus? Wie gesagt, im nächsten Bundesliga-Prognose-Video sage ich euch, wer die besten Bundesliga-Tipps am 19. Spieltag hatte. Also schreibt deine Bundesliga-Ergebnistipps oder Heimsieg, Unentschieden oder Auswärtssieg auf jeden Fall in die Kommentare. Hat euch meine Bundesliga-Prognose gefallen? Dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert Werners Fußballecke und aktiviere die Glocke und du verpasst kein Fußballvideo mehr von mir. Also dann,
Daumen drücken für eure Teams, bleibt sportlich und wir sehen uns. Tschüss.